Herzlich willkommen bei deinem Podcast für mehr Leichtigkeit, Freude und Fülle in deinem Leben. Die Venusbehandlung. Die Venusbehandlung ist ein mega Tool. Also, immer wenn ich mit frühkindlichen Reflexen nicht weiterkomme und die letzte Sitzung ist und die Eltern sagen, ja, sie wären froh, wenn man da noch weiter unterstützt, weil gewisse Themen noch nicht ganz sich aufgelöst haben, dann ist Venus eine super Angelegenheit. Hier das sieht man auch mit den kinesiologischen Test, der passiv über die Beine geht. Ja, und da schaut man, was jetzt noch an Reflex vielleicht dranhängt. Und ganz oft hängt am Fruchtlähmungsreflex noch was dran. Und es wird dann ausgetestet, welches Hilfsmittel hier noch notwendig ist. Also die Reflexe sind zwar in der Balance, aber sie brauchen noch eine energetische Unterstützung. Und da arbeite ich dann mit den homöopathischen Mitteln der Venuszentrierung. Die Venuszentrierung haben auch Eva und Manuela entwickelt. Und die sind beide sehr intuitive Frauen, die verschiedene Methoden, ja, entweder kombiniert haben oder halt noch weiterentwickelt haben. Es gibt zum Beispiel Globulis, die dann einfach ins Energiefeld gegeben werden. Oder es gibt auch ja, andere homöopathische Mittel, wie zum Beispiel der verlorene Zwilling. Das kann auch ein Thema sein, wenn in der Schwangerschaft ein zweites Kind eigentlich angelegt wäre, ein Zwillingskind. Und das geht dann während der Schwangerschaft ab. Und das merkt man nicht unbedingt. Und das ist etwas, wo auch das Kind emotional beeinflussen kann. Da hatte ich auch ein Kind, was eher so schüchtern introvertiert war. Und als ich das dann, den Fruchtlähmungsreflex mit Venus, mit den homöopathischen Mitteln, die gibt man einfach nur ins Energiefeld. Ja, das muss man nicht täglich einnehmen. Das kann man wirklich nur so ins Energiefeld geben und dann zeigt es da seine Wirkung. Man lässt ihn einfach beschreiben, was derjenige in dem Moment wahrnimmt und man spricht darüber und man liest dann auch einen kurzen Text vor, für was das Mittel steht, also welche Bedeutung das Mittel hat. Und so gibt es verschiedene Hilfsmethoden oder Kraftkarten, mit denen man auch arbeitet, je nachdem, was man kinesiologisch austestet. Und es wird dann auch angelehnt an das systemische Familienaufstellen mit Figuren gearbeitet, wenn das auch ein Thema ist. Und dort werden dann nochmal familiäre Themen angeschaut oder auch die Rollen. Also wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Konflikt in sich hat mit der eigenen Rolle zum Mutter oder zum Vater, dann wird es da auch noch harmonisiert bei der Venus. Ja, und das hört sich natürlich alles sehr neu an. Ich weiß, es war für mich jetzt auch total neu, aber es begeistert mich total. Und vielen Dank, liebe Eva und liebe Manuela, dass ihr diese Methode noch weiterentwickelt habt, um den Kinflex-Kindern noch besser helfen zu können. Weil das Bewusstwerden von gewissen Themen, das kann schon dazu führen, dass die Seele sich weiterentwickelt und dass man so den Stress rausnimmt.